Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin überwältigt, dass wir als Gewerkschaftsjugend heute so zahlreich hier sind und Flagge zeigen. Der 1. Mai gehört den Arbeitnehmenden und vor allem auch uns jungen Menschen. Mein Name ist Jannis Gehl und an Tagen wie heute wird mir wieder deutlich, dass uns als Gewerkschaftsfamilie mehr verbindet, als uns unterscheidet. Nur wenn wir jungen Menschen uns zusammenschließen, sind wir stark. Ich denke da an Auszubildende, an studentische Hilfskräfte und an alle jungen Beschäftigten, deren Überstundenkonto voller ist als ihr Bankkonto. Ich selber engagiere mich nun seit schon 5 Jahren ehrenamtlich bei der DGB-Jugend. Wenn ich an unsere Gewerkschaftsfamilie denke, denke ich auch an die Kolleginnen und Kollegen, die ich bei europäischen Jugendaustauschen kennenlernen durfte. Sei es beispielsweise bei der portugiesischen UGT oder der niederländischen FNV. Jungen Menschen begegnen europaweit die gleichen Herausforderungen, wie zu hohe Mieten, kaputt gesparte Schulen oder das ständige Gefühl, dass unsere Zukunftsaussichten so sicher sind wie die Versprechen eines Arbeitgebers. Nämlich gar nicht. Ich habe gerade während unserer großartigen Demo einige Plakate gesehen mit der Aufschrift "Solidarität ist grenzenlos". Genauso grenzenlos müssen auch unsere Kämpfe gedacht werden. Hier in Hannover, in Europa und weltweit. Die Europäische Union hat gerade für Arbeitnehmende viel erreicht. Sie hat die Wochenarbeitszeit begrenzt, sie hat Ansprüche auf bezahlten Urlaub ausgebaut, sie unterstützt sogar neuerdings europäische Betriebsräte. Voll die krasse Sache. Aber auf der anderen Seite ist völlig klar, dass dies noch nicht ausreicht. Dieses Europa ist noch nicht das Europa, das wir wollen. Die Ungleichheit nimmt zu. Es gibt zu wenig sichere Jobs. Die EU hat es noch nicht geschafft, überzeugend Lösungen für die Klimakrise zu finden. Und das Allerschlimmste: Das Sterben im Mittelmeer wurde immer noch nicht beendet. Die Lösung dazu darf aber nicht weniger Europa sein. Wer ernsthaft fordert, dass Deutschland aus der EU austreten soll, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Stattdessen brauchen wir mehr Europa. Ein solidarisches Europa. Ein Europa, das den Konzernen zeigt, dass ihre Macht nicht größer ist als die Durchsetzungskraft einer Gewerkschaftsjugend. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, seid versichert. Wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter wissen, wie man für unsere Forderungen eintritt. Also, überlassen wir Europa nicht den Rechten. Geht am 9. Juni zur Europawahl. Wählt demokratisch, wählt bessere Arbeitsbedingungen. Und lasst euch darüber hinaus im Alltag nicht alles gefallen. Ob in der Berufsschule, der Ausbildung oder im Studium. Wehrt euch, habt Mut und werdet Teil der Gewerkschaftsfamilie. Und wenn euch jemand sagt, Gewerkschaften seien nur für Ältere, dann erinnert sie daran, dass wir als Gewerkschaftsjugend zusammenstehen. Und sagt das mit einem Lächeln, das breiter ist als jede Lohnlücke. Danke für 5 Jahre volle Solidarität. Glück auf!